Spanische Elitesoldaten auf Patrouille zwischen Israel und der Hisbollah. Ihre Mission: den nächsten Krieg im Nahen Osten verhindern. Ihr Alltag ist lebensgefährlich. As you see that tower over there, it was attacked by the IDF and one Spanish corporal died there. Und oft frustrierend. What is the longest time you've ever spent down here? In our case, 18 hours. Als erstes Kamerateam durften wir die spanische Legion bei ihrem Einsatz begleiten, an einer der gefährlichsten Grenzen der Welt. Der Süden des Libanon, direkt an der Grenze zu Israel. Immer wieder kommt es hier zu Spannungen zwischen den beiden verfeindeten Ländern. Und mittendrin die Peacekeeper der Vereinten Nationen. Und wie deren schwierige Arbeit zwischen den Fronten aussieht, das zeigen wir euch heute aus nächster Nähe. Der Ort, den wir dafür heute besuchen, liegt nur wenige Meter von der Grenze entfernt. Es ist das Camp der Spanischen Legion, einer Eliteeinheit, die hier den brüchigen Frieden bewahren soll. Bevor wir die Basis betreten, muss jede Soldatin und jeder Soldat sichergehen, dass keine Waffe mehr geladen ist. Das soll die Gefahr von Unfällen möglichst klein halten. Now we are ready to go inside of the base. Das Camp ist der Dreh- und Angelpunkt für die Peacekeeper der Spanischen Legion. Es ist Kommandoposten, Arbeitsplatz, befestigte Schutzzone, Unterkunft und Freizeitort in einem. Wenn es einen Ort gibt, an dem wir sehen können, wie der Alltag auf einer UN-Friedensmission aussieht, dann hier. Der Commander der Einheit gibt uns eine Tour durch das Camp. We are first step position, so we are close to the blue line and close to the most hotspot positions like Gallar or this mountain range of Astarra. And from here we perform our daily tasks. Das Camp befindet sich direkt an der libanesisch-israelischen Grenze. Das bedeutet, wann immer es zu Gefechten kommt, sitzen die Legionäre zwischen den Fronten. Last attack was in 2015, but as you see that tower over there, it was attacked by the IDF and one Spanish corporal died there. Why did they attack the Spanish peacekeepers? It was supposed to be a retaliation from the IDF because from this side some rockets were launched and the response of the IDF finally hit one of our towers. Als nächstes zeigt uns der Commander das Nervenzentrum des Camps. Von hier aus überwachen die spanischen und salvadorianischen Soldaten die Umgebung. So in case you would see like a non-state actor there preparing for an attack, what would you do? We have followed the procedure. We inform that these activities taking place. We inform our upper echelon to avoid NSA actors to perform attacks, for example, to the south of the blue line. So we have the capacity to try to stop this kind of actions. But first, by informing our upper echelon and always trying to interact with the Lebanese forces. First, we always try them to get involved in this kind of problems and solve their own problems, and we are here to support them. But is UNIFIL able or allowed to use force themselves if they see that an attack is imminent? Yeah, if, for example, our life is in risk or is going to make a risk, we are allowed to use our force. Yeah. Direkt nebenan befinden sich die Bunkeranlagen. Hier suchen die Soldaten Zuflucht, wenn es ernst wird. Der Bunker muss immer einsatzbereit sein, denn keiner weiß, wann der Konflikt wieder mal eskaliert. Gerade einmal 3 Wochen vor unseren Dreharbeiten mussten die Soldaten hier in Deckung gehen. What is the longest time you've ever spent down here? In our case, 18 hours. 18 hours, okay. Why? It was due to a change of rocket launch between Lebanon and Israel during this month, during Ramadan. So we bunkerized here for 18 hours more or less. How was that? Well, you get due to the training you have, you are used to this kind of situation. So we were very relaxed, just monitoring our area and also informing our upper echelon in case something happened. But the military training gets you ready for this kind of situations. Why was UNIFIL not able to detect or to stop the rocket attack from Lebanon? Or from Hezbollah from Lebanon? Yeah, it's due to the roles of engagement and when two actors are engaging in this situation between them, it depends on the force commander to interact or not. So in this issue, they decided not to interact.
Lange bleiben wir nicht im sicheren Bunker. Der Commander schickt uns auf Patrouille, zusammen mit Sergeant Blanco und seinem Team. Jeder Einsatz außerhalb des Lagers ist mit Gefahren verbunden. 2007 wurden spanische Soldaten Opfer eines Bombenanschlags, als sie auf Patrouille waren. 6 von ihnen wurden dabei getötet. Angriffe mit Steinen, Flaschen oder sogar Molotow-Cocktails gibt es immer wieder. Die Täter bleiben oft unerkannt. Den letzten Todesfall hatte die UNO-Mission im Dezember 2022 zu beklagen, 4 Monate vor unseren Dreharbeiten. Ein 24-jähriger irischer Soldat wurde aus dem Hinterhalt erschossen. Sergeant Blanco und seine Männer kennen das Risiko. We completed a very hard preparation for this operation, so we are ready for it. This is normal for us. This is why we are here. We normally, when we carry out operation activities, we normally use 2 vehicles. In every single vehicle, we have 4 people inside. One is the driver, the shooter, the chief of the vehicle. In this case, it will be me, the chief one, and the four one, which is who is seated back to me. He also deployed in Afghanistan in 2010, and he's been deployed in Iraq 3 times before. So I'm thankful because I have very experienced people with me. I have always wanted to be in the army. I have the example of my father. I grew up in a military family. My father, he served in the same unit that I'm serving right now in the Spanish Legion. And since I was a child, I wanted to join the Spanish Legion and the battalion that right now I'm serving in. Für Sergeant Blanco ist es der erste Auslandseinsatz mit der Legion. Er hat sich freiwillig für die Mission gemeldet und wurde nur wenige Wochen nach seiner Hochzeit in den Libanon verlegt. What does your wife say to your job, being far away in a military position? She's more afraid than me. Absolutely. She understands what I do, and also I'm lucky because she's very close to my mom, to my mother. My mother is married to a military man, which is my father. So she has the support of my mother, who has passed through this situation many times ago, many times. I mean, every single night when I lie down in my bed, I feel proud of my duty here, and I feel proud of myself, and I feel proud of my teammates, and this is the most important thing to me. A few months ago, there was this killing of the Irish peacekeeper. How did you react to the news that one of your UNIFIL colleagues was killed? It was a very sad news. Nobody wants this to happen, and if you ask me, it was a very, very sad days to lose one teammate. Yes. Are you sometimes afraid because of attacks like this? We are prepared for them. We assume the risks. We take the risk into account, and this is what we do. I mean, we assume the risk, and that's all. Seit 1978 sind UNO-Truppen im Libanon stationiert. Heute umfasst die Mission etwa 10.000 Soldaten aus mehr als 40 Ländern. Sie sollen überwachen, dass weder israelische Streitkräfte noch bewaffnete Gruppen wie die Hisbollah im Südlibanon aktiv sind. Gewaltausbrüche wie den Krieg zwischen Israel und der Hisbollah im Jahr 2006 oder die Raketenangriffe auf Israel im April 2023 konnte die UN-Mission aber nicht verhindern. Das spanische Bataillon gehört zu den größten innerhalb der Mission. Ihm gehören auch Soldaten der spanischen Legion an. Diese Einheit war früher eine Fremdenlegion, in der Ausländer für Spanien gekämpft haben. Heute ist die Legion ein regulärer Teil der spanischen Armee, in dem aber auch Soldaten aus Lateinamerika dienen. Den spanischen Soldaten ist es wichtig, uns auch zu zeigen, was sie für die Zivilbevölkerung tun. Mehrmals die Woche bieten die UN-Soldaten Sprechstunden und medizinische Versorgung für die Menschen der Gegend an. Solche Maßnahmen sollen das Vertrauen der Einheimischen zu den ausländischen Soldaten stärken und so auch zu deren Sicherheit beitragen. Die meisten Patienten sind wegen leichten Erkrankungen hier.
etwa Husten oder einem entzündeten Hals. Their culture is very similar to us. It's a Mediterranean culture. They are very hospitable. We have been working together for so many years that they know that we are part of their daily lives and their daily routine. So we really feel very, very good and very comfortable working here. Wir haben hier eine Situation, die völlig bizarr ist, aber hier im Südlibanon öfters zu finden ist. Wir haben europäische Soldatinnen und Soldaten, in dem Fall Ärzte, die der Zivilbevölkerung helfen, und zwar in einem Raum, wo an der anderen Seite ein riesengroßes Poster von dem Chef der Hisbollah vor dem Tempeldom in Jerusalem ist, mit dem Satz, wir kommen, und darunter bewaffnete Kämpfer der Hisbollah. Also hier stolpert man ständig über solche seltsamen Szenerien, wo man eigentlich denkt, das passt nicht zusammen, aber im Südlibanon ist es halt eben Alltag. Working here as a soldier in Lebanon, is it sometimes strange? Because I mean, we're standing here in front of a poster of the Hezbollah with a picture of Jerusalem, and in Europe it's considered a terrorist organization. Is this sometimes weird as a soldier to be confronted with Hezbollah that much? I mean, we are not involved in these matters. I cannot answer this kind of thing. I mean, we are not involved in these affairs. Nicht die einzige Absurdität der UNO-Mission. Eine der wichtigsten Aufgaben der Blauhelmsoldaten ist es, die sogenannte Blue Line zu überwachen, die Israel vom Libanon trennt. Eigentlich sollten beide Parteien auf ihrer Seite der Linie bleiben. Doch was, wenn diese Abmachung ignoriert wird? Die Soldatinnen und Soldaten um Sergeant Blanco können nur zuschauen. What is so special at this point? What do we see here? What we can see here, if we see to the south, this is the village of Gajar. This village crosses the blue line, so let's say that the middle of the village is inside of Lebanon territory. Despite that, it's controlled by Israel. So it's a permanent violation of the agreement because it crosses the blue line. In this sense, our main mission here is to control the area, to control the village, to control the area close to the village, and to monitor the situation. Trotz dieser manchmal absurd erscheinenden Umstände ist die Moral von Sergeant Blanco und den anderen Legionären hoch. In ihrer Freizeit tun sie das, was junge Menschen überall auf der Welt tun. Sie trainieren, spielen Billard oder veranstalten ein Fußballmatch. Den Alltag zu Hause kann das nur bedingt ersetzen. What is it that you miss the most here? My home. I mean, to be in your house with my wife, to be in my house with my wife, my parents, my friends, the type of things you cannot do here. For example, go out with friends, go to a good restaurant with your wife, these kind of things. Is it sometimes hard to be here? It could be hard, but it's not hard thanks to the people, because we are very close one to each other. So it could be hard, but it is not. Thanks to my teammates, thanks to my colleagues, and thanks to all the people who are deployed here, because we are all in the same situation. Have you ever thought about dying? Yes, of course. It's something you think, but we have a creed in a Spanish Legion, and we have a sentence which says that dying in combat is the highest honor you can have as a legionary. You only die once, and dying is not that horrible. The most horrible thing is to live like a coward. This is what says our creed. And we try to live following these sentences. Would your wife agree with that? No, she does not. Zum Zeitpunkt unserer Dreharbeiten läuft die Mission, die den Frieden sichern soll, bereits seit 45 Jahren. Wie lange sie noch notwendig sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen.